Gilt Covid als Berufskrankheit? Was Betroffene jetzt wissen müssen. Und bei mir im Studio ist meine Kollegin Caroline Kramer. Hallo. Long-Covid ist jetzt längst irgendwie im Alltag bei uns auch in Österreich angekommen. Aber was genau ist Long-Covid eigentlich? Ja, Long-Covid ist das, was länger dauert, wie es der Name schon sagt. Also von einer akuten Covid-Infektion sprechen Expertinnen von bis zu 4 Wochen. Und alles, was länger als 4 Wochen dauert, wird dann als Long-Covid bezeichnet. Die Symptome, mit denen sich die Betroffenen an uns wenden, sind irrsinnig vielfältig. Also viele Kolleginnen berichten uns von extremer Müdigkeit, dieses Fatigue-Syndrom. Es gibt auch Betroffene, die sagen, dass sie unter Depressionen leiden. Da geht es ja auch oft um die persönlichen Existenzen, um Zukunftssorgen. Was wird uns da zurückgemeldet auch? Ja, genau. Neben den gesundheitlichen Folgen sind für die Betroffenen vor allem die Existenzängste ganz dramatisch. Wer längere Zeit ausfällt, wer längere Zeit krankheitsbedingt nicht arbeiten kann, hat natürlich oft Angst, den Job zu verlieren. Es ist auch in vielen Fällen so, dass die Betroffenen dann gerade aus der Angst, ihren Job zu verlieren, weiterarbeiten. Und das kann in vielen Fällen dann dazu führen, dass sich die Symptome verschlimmern oder die Symptome vielleicht sogar chronifizieren. Und deswegen ist es natürlich auch sehr wichtig, hier die Erstansprechpartnerinnen im Gesundheitssystem zu sensibilisieren. Die Hausärztinnen müssen einfach wissen, wie sie damit umgehen. Die müssen wissen, was es für Behandlungsoptionen gibt und wissen, wie sie die Patientinnen weitervermitteln. Wenn ich mich jetzt in der Arbeit anstecken sollte mit Covid, was mache ich da? Muss ich das melden? Muss das der Arbeitgeber melden? Wie passiert das? Also wenn am Arbeitsplatz eine Covid-Infektion erfolgt, dann ist es ganz wichtig, wie du gerade gesagt hast, das zu melden, und zwar an die Unfallversicherung. Und wer kann das jetzt melden? Grundsätzlich soll es die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber tun, beziehungsweise die Ärztin oder der Arzt. Wenn das nicht passiert, können Betroffene aber auch selbst mit der Unfallversicherung Kontakt aufnehmen, einfach anrufen und dort mit den Expertinnen bei den Trägern sprechen, sagen, ich habe mich infiziert, und in weiterer Folge dann eben diese Berufskrankheit dort bei der Unfallversicherung melden, und die Träger leiten dann das weitere Verfahren ein. Es wird dann festgestellt, liegt so eine Berufskrankheit vor, und dann wird festgestellt, ob mir eine Rente zusteht oder andere Ansprüche. Stichwort Berufskrankheit, du hast das gerade erwähnt. In manchen Bereichen gilt Covid bereits als Berufskrankheit, zum Beispiel in der Pflege, in Krankenhäusern, in gewissen Bildungseinrichtungen. Welchen Vorteil hat man denn als Betroffener, als Betroffene, wenn Covid als Berufskrankheit anerkannt ist? Im Grunde hat man 2 Vorteile, wenn Covid als Berufskrankheit anerkannt wird. Das erste ist, dass man einen besseren Versorgungsanspruch hat, Rehabilitationsangebote von den Unfallversicherungsträgern. Und der zweite große Vorteil ist, dass durch eine Rente der Einkommensverlust abgedeckt werden kann. Und das ist deswegen wichtig, weil ja gerade bei längeren Krankenständen das Krankengeld allein oft den Einkommensverlust nicht abdeckt. Und wenn es einem noch schlechter geht und die Betroffenen eine Berufsunfähigkeitspension oder Invaliditätspension beantragen müssen, dann reicht das auch nicht, um diese Einkommensverluste abzudecken. Und deswegen ist eine Rente in dem Fall sehr sinnvoll, und da ist eben die Voraussetzung, dass die Erkrankung, die Covid-Infektion als Berufskrankheit anerkannt wird. Aber jetzt eben nicht in allen Jobs. Macht das überhaupt einen Sinn? Na, wie du richtig sagst, das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso sollten Beschäftigte, die in der Pandemie jeden Tag gearbeitet haben, wie zum Beispiel eine Handelsangestellte, nicht auch die Möglichkeit haben, Covid als Berufskrankheit anerkennen zu lassen? Also in allen Bereichen, in allen Branchen, wo Beschäftigte mit vielen Menschen in Kontakt sind, ist es ganz wichtig, dass Berufskrankheiten auch anerkannt werden können und eben nicht nur eingeschränkt auf die sogenannten Listenunternehmen, wie du sie gerade erwähnt hast, also im Bereich der Gesundheitsversorgung zum Beispiel. Jetzt wissen wir, dass quasi, wenn aus einer Covid-Infektion dann vielleicht Long-Covid wird, dass man oft monatelang ja gesundheitlich beeinträchtigt ist. Wie schaut denn das ganz grundsätzlich aus wieder mit dem Wiedereinstieg in den Job? Ist das für alle möglich, und wenn ja, wie? Also bei einer Erkrankung, im Krankenstand, ist es ja üblich, dass man zunächst Entgeltfortzahlung bekommt vom Arbeitgeber, von der Arbeitgeberin. Wenn der Krankenstand länger dauert, ist es möglich, bei der Krankenkasse Krankengeld zu beantragen.
Sollte es dazu führen, dass man längere Zeit nicht mehr arbeitsfähig ist, dann ist die Möglichkeit, eine Berufsunfähigkeitspension oder eine Invaliditätspension zu beantragen. Und dann gibt es eben die Fälle, wo Personen zwar grundsätzlich wieder arbeitsfähig sind, aber noch nicht wieder voll einsteigen können in den Erwerbsprozess, in den Arbeitsalltag. Und für diese Fälle gibt es die Wiedereingliederungsteilzeit. Die muss mit der Arbeitgeberin, mit dem Arbeitgeber vereinbart werden. Und der große Vorteil ist der, dass man zusätzlich zu diesem Teilzeitentgelt, das die Arbeitgeberin weiterzahlt, auch ein Wiedereingliederungsgeld bekommt und damit wieder die Einkommensverluste abdecken kann. Das ist also genau das Instrument, das dafür gedacht ist, dass man langsam in den Arbeitsprozess wieder einsteigt. Liebe Caroline, vielen Dank für deine Expertise. Und für euch, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns und bis bald.